Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Bomdi aus Portugal, und ich sitze hier in meinem Cisto Tiny Steinhaus. Jawohl, es ist super viel passiert, es geht wieder richtig aufwärts. Nach meinen großen Schwierigkeiten, die ich jetzt über den Jahreswechsel hatte, komme ich wieder voll in den Flow hier und ich nehme euch mit in diesem Video auf zahlreiche Arbeiten hier in meinem Tiny House. Ich sitze hier vor meinem brennenden Feuer, es ist einfach ein Traum. Also, viel Spaß mit diesem Video. Jetzt beginnt die schönste Jahreszeit im Jahr, denn der Frühling kommt und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem passenden Equipment auszustatten für die diesjährige Saison. Plug-in-Festivals seit kurzem Jahr unter neuem Namen Mantum mit neuem Shop am Start bieten jetzt den Ice Cube und den Ice Cube Dual mit bis zu 20% Rabatt an. Jetzt ab heute zum Zeitpunkt, wo das Video startet, und ich glaube für 2 Wochen. Außerdem viele tolle Angebote findet ihr bei ihnen im Shop. Schaut mal rein. Link direkt unten in der Videobeschreibung. Auf viele Produkte gibt es auch noch zusätzlich 5% JB-Spezialrabatt. Also zugreifen! Die Kühlboxen sind sehr effizient und an so einer EcoFlow River 2 Max zum Beispiel kann man je nach Umgebungsbedingungen, also wie warm es ist und wie oft man die Kühlbox aufmacht, ob man neue Sachen reinlegt, die nicht gekühlt sind und so weiter und so weiter. Aber unter idealen Bedingungen kommt man damit locker 2, 3 oder auch mal 4 Tage hin. Und wenn man hier ein Solarpanel anschließt und ein bisschen Sonne zwischendurch tankt oder beim Fahren 2, 3 Stunden am Tag die EcoFlow wieder auflädt, kann man autark mit so einer Kühlbox hier seinen Campingalltag meistern. Von mir aus auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Links und Infos unten in der Videobeschreibung. Und jetzt weiter im Video. Ich habe mir 2 Hektar Land in Zentralportugal gekauft. Es ist reines Naturland, reine Wildnis, und mein erstes Projekt war ein Supportgebäude. Das habe ich zusammen mit fleißigen portugiesischen Bauarbeitern gebaut und es ist mein Arbeitsbereich, mein Lager und meine Werkstatt. Mein Strom erzeuge ich komplett über Solarpanel und Powerstations, und die alte Ruine haben wir mittlerweile wieder aufgebaut und ein schickes Tiny Steinhaus draus gebaut. Dies ist das größte Abenteuer meines Lebens und es bringt mich nicht nur auf die höchsten Gipfel meiner Freude, sondern auch in die tiefsten dunklen Täler meiner Seele. Ja, vielen lieben Dank. Das muss ich als allererst nochmal ganz ausführlich, ganz herzlich sagen. Allen, die so viele tolle Kommentare geschrieben haben zu meinem letzten Video, wo ich ja sehr ausführlich über meine große Krise, meinen Prozess, meine Depression, Ängste, Panikattacken und so weiter gesprochen habe. Und wie ich da schon gesagt habe, es ist für mich wie so ein Geburtsprozess hier mit diesem Land in Portugal, wo ich immer wieder auch in ganz große schwierige Gefühle komme, wo ich Altes verabschieden muss, wo ich wirklich realisiere, das hier ist ein neues Leben für mich, ja. Und genau das ist aber jetzt für mich wieder so sehr, hat sich wieder so sehr geöffnet, so will ich es mal sagen, dieses Bewusstsein und diese Freude auch und dieses unglaubliche, wirklich das Unglaubliche, ja, das Unglaubliche. Ich bin im Moment wieder so im Flow und bin irgendwie so berührt und so begeistert von den Möglichkeiten, die ich hier habe. Ich habe einfach so ein wunderschönes Land und so unglaublich tolle Möglichkeiten, jetzt so viel daraus zu machen. Und für mich ist es wirklich ein neues Leben. Ja, wirklich ein neues Leben. Als hätte ich nochmal irgendwie von vorne begonnen. Ich springe hier rum irgendwie und fühle mich wie ein Kind wieder. Ja, wie ein Kind, was sich irgendwie wieder neu entdeckt. So wie ich das ja liebe. Und ja, und ich habe auch noch schwierige Phasen, aber das ist okay, weil ich wieder so sehr gereift bin an meinen Prozessen jetzt und so sehr gelernt habe. Ich kann auch damit sagen, das gehört dazu. Ja. Und es entsteht jetzt so viel Tolles hier. Das werdet ihr jetzt sehen in diesem Video. Also diesmal nicht so viel Laberei, sondern Action. Es gibt wieder mehr Sonne im Wild Spirit Land und an einigen Tagen merkt man jetzt wirklich, dass der Frühling langsam kommt, auch wenn es auch sehr zögerlich mal wieder ist. Es gibt nämlich auch immer wieder sehr schlechtes Wetter. Aber jetzt gibt es erstmal wieder Arbeitsflow. Ricardo ist bei mir jetzt mit Verstärkung und die beiden kümmern sich hier wieder um die Außenmauer. Die wird noch fertig verputzt. Bom trabalho. Obrigado, amigo. Und ich habe Pedro und José hier bei mir. Das freut mich sehr, denn die beiden sind geniale Universalhandwerker, wo die Hand direkt mit dem Herz verbunden ist. My new friends. You can show to Mike. Genau. Mike always want to make videos. Ja. Es gibt so Abschnitte, da läuft es dann wieder richtig gut und in kurzer Zeit passiert einfach wahnsinnig viel. I want to do this part finish so we can put already Monday the fireplace there. Very good. Yeah? Yes.
So, jetzt habe ich den Toyota endgültig zum Transportfahrzeug umgebaut. Über 3 Meter Ladefläche, das ist richtig geil. Oh, very good. It looks really professional. Yeah, needs to be sealed, otherwise the water comes out. Ja, sehr gut. And they will show you how to adapt. Sometimes you don't have the right fittings, so you just heat up PVC. So PVC is a flexible material, you can always transform your shape the way you want. There are people making all kinds of constructions with PVC. Die beiden zeigen hier, dass sie wirklich noch richtige Handwerker sind. Wenn kein passendes Teil da ist, dann wird es einfach passend gemacht. Das mag ich wirklich an den portugiesischen Handwerkern. Die wissen einfach wirklich, was Handwerk bedeutet. You feel if it's coming soft, feel the right length that you need. And when it's the right length and soft, then you can just shape. In Portugal. Because otherwise you need to buy the fittings. It costs a lot of money, and you can just make it easy. Very good. Ora bem. Sabemos aqui. Pera, deixa-me desenfiar. Pronto, já viste? Já marcou. Quanto mais juntar a parede, pois já está. É isso? É. É isto. Uma chavita para parafuso, tem? Espera aí que eu já vou arranjar. Spontan und so wie es sich ergibt, passieren wieder sehr viele Schritte parallel. Ich werde mir hier um das Haus herum eine riesige Terrasse bauen und dazu haben wir schon mal Kies jetzt bestellt und aufgeschüttet. Dann kann man hier auch schon sauber laufen und wenn es regnet, ist nicht immer alles im Matsch. Außerdem müssen wir die ganze Wasserinstallation machen und das muss natürlich teilweise auch in den Boden gelegt werden, Abflussrohre. Und der Pedro und der José sind da fleißig dabei. Und hier entsteht meine Außendusche. Das habe ich mir schon von Anfang an so gedacht, deswegen habe ich hier extra diese Ecke freigelassen. Und auch da kommen wir jetzt schon mal richtig gut voran.
But it will be sunny today, I think. Wir machen die ganze Wasserinstallation hier mit 16er Alu-Verbundrohr. Und das Material hatte ich letztes Jahr schon gekauft, auch viele von diesen Fittingen, also die Verbinder und Anschlüsse. Und es gibt solche zum Schrauben oder halt zum Quetschen. Ich hatte mir gedacht letztes Jahr, ich nehme die Schraubverbinder, weil ich habe nicht so viele und ich mache das nur einmal. Dann brauche ich nicht extra so eine spezielle Quetschzange zu kaufen, die man nämlich dafür braucht. Allerdings sind die viel teurer, die Schraubverbinder, und es ist auch umständlicher, damit zu arbeiten. Ich würde immer empfehlen, die Quetschverbinder zu nehmen. Wir haben es jetzt hier auch so ein bisschen gemischt, denn der Pedro und der José, die haben natürlich das Profi-Werkzeug hier am Start. Mein Grundstück ist ja vollkommen autark. Das heißt, ich habe natürlich auch keinen Stromanschluss und ich produziere meinen Strom selber über Solarpanel und Powerstations. Und hier zum Beispiel sieht man ganz gut, die AC240 im Moment treibt den Betonmischer an und aktuell kriege ich genauso viel Sonnenenergie rein, wie der Betonmischer verbraucht. Ich habe hier das 450 Watt Panel von Plug-in Festivals schon lange im Einsatz. Das kann ich auch immer wieder empfehlen. Alle Produkte, die ich jetzt hier so erwähne, die ihr auch seht, auch Werkzeug und sowas, verlinke ich euch wieder alles unten in der Videobeschreibung. Ich werde aber später nochmal Technikvideos machen zu den einzelnen Themenbereichen, auch hier zu meinem Wasserinstallationswerk zum Beispiel. Ich habe ja auch keinen Wasseranschluss natürlich, deswegen habe ich hier eine Pumpe, die mein autarkes Wasser dann aus dem Boden hochpumpt, und da habe ich eine entsprechende Steuerung hier gebaut und einen Druckkessel angeschlossen, sodass ich immer einen permanenten Wasserdruck habe, ganz normal, wie man das kennt von zu Hause. Und all dazu, wie gesagt, mache ich euch nochmal, wenn alles fertig ist, so zu den einzelnen Themenbereichen, komplette Technikvideos, wo ich das mal erkläre. In der Vergangenheit habe ich das ja immer schon gezeigt. Auch zu dem Wasser hier gibt es schon Videos. Aber das zieht sich natürlich teilweise über mehrere Videos oder vermischt sich mit anderen Sachen. Deswegen werde ich das nochmal ausführlich zum Schluss auch dann im Zusammenhang erklären. Very good. Whoa! Enough pressure. That's good. Hola! Ja, das wird ein richtiges Schmuckstück. Und ja, was ist das hier wohl? Das könnt ihr ja mal erraten. Ah, da ist es schon zu sehen. Es ist der Auspuff von meiner China-Standheizung. Genau, ich werde hier so eine Diesel-Warmluftheizung hinten in meinem Supportraum einbauen als Unterstützung für meinen Ofen, damit ich es immer muggelig warm habe. Und über diesen Schlauch hier kann ich dann warme Luft in mein Haus reinblasen. Das wird natürlich noch schick irgendwie eingebaut mit Luftauslass und so weiter. Das bereite ich jetzt hier schon mal vor. Das hier ist so eine Vevor-Heizung. Das ist genau so eine Standheizung eingebaut, wie man sie auch im Van zum Beispiel verbaut. Hier ist alles inklusive in einem Gerät verbaut mit kleinem Benzintank, Dieseltank. Und ich habe nämlich auch schon ein anderes Gerät bei meiner Werkstatt hier in meiner Scheune im Einsatz. Und die funktionieren wirklich richtig gut und die sind super billig. Um die 100 € kostet so ein Teil nur. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Werde ich aber auch nochmal ein extra Video zu machen. Da werde ich euch das ausführlich vorstellen, wie ich diese Geräte hier verwende. Lay in a plan and you fill the gaps in between. So you leave gaps in between, you try to fill all the space in between. And then for the surface, use thin sand, so it's a bit smoother in your feet. Mhm. Very good. Muito bonito. Perfect. Really nice. Very good. Just work in the sun and that's finished. Really, really nice.
Eine super erfolgreiche Arbeitswoche geht zu Ende und jetzt habe ich mir noch Brennholz liefern lassen und ja, so wird es hier auf Portugiesisch geliefert. Trockenes Brennholz und heute Abend werde ich zum ersten Mal meinen Ofen anheizen. Diesen wundervollen indischen Teppich habe ich selber mal vor 20 Jahren in Indien gekauft und jetzt wird er endlich wieder ein Zuhause bekommen. Und heute sind Pedro und José wieder bei mir. Das ist super, denn es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Hier am Ofen zum Beispiel müssen wir noch ein Teil austauschen. Das hatte ich bestellt, das war noch nicht lieferbar. Da kommt noch so ein Adapterstück rein, denn hier unten ist das Rohr nicht isoliert und oben muss es isoliert sein, damit es durchs Dach sicher durchgehen kann, damit da keine Brandgefahr ist. Das haben die beiden hier noch montiert. Ja, und auch meine Außendusche muss natürlich noch vollendet werden. A tiny tin man in the sand. I see a flower in his hand.
reading all the mighty ways to land. Beautiful. There's a little girl with golden hair, running free with no despair. And I wonder who has brought her here into this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. So sieht ein Abenteuerspielplatz aus. Und mein lieber Nachbar Mike besucht mich auch wieder. Der Wolfgang ist auch hier. Ja, hi. There's a pretty picture in the sky, cloudy dolphins floating by. Just imagine how they play and hide. So Leute, und wenn schon, denn schon, da habe ich mir doch mal ebenso spontan überlegt, weil dieses Häuschen so wunderschön ist, mache ich jetzt noch einen zusätzlichen Schritt, was ich erst gar nicht vorhatte. Das Dach noch von innen verkleiden. Wir machen da so Notenfederbretter dran, weil die USB-Platten ist nicht wirklich so schön, ne? Sind nämlich irgendwie ein bisschen an Baustelle. Ich habe jetzt keinen Bock im Bett zu liegen, hier oben schön und dann auf USB-Platten zu starren. Deswegen werden wir das jetzt noch richtig schick machen. Jetzt ziehe ich gerade noch Kabel rein, dann kann ich nämlich auch Lampen einbauen, so versenkte Strahler in die Decke. Und bald wird dieses Häuschen ein echtes Schmuckkästchen sein. So let us call upon the force we keep within. Send our love away, invite the universe into this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. In this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. 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 In 1,000 Invite the universe into this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. In this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. Into this playful place, this playing space with sparkling grace. I wanna sing, sing, sing in 1,000 ways. Wanna sing, sing, sing in 1,000 ways.
Achtung. Aha, geil. Das ist der Hammer. Ist das geil. Es ist so geil geworden. Klasse. Super Jungs. Vielen lieben Dank. Ihr seid genial. So, natürlich hier mit meinem Funkschalter, den werde ich noch hier an der Wand festmachen. Da hat der Ricardo mir heute schon mal eine glatte Stelle geputzt. Kann man hier schön Licht schalten. Man kann übrigens das Licht ja auch dimmen. Wenn ich jetzt hier zweimal schnell klicke, ist Stufe 2. Ja? Und nochmal, ist wieder hell. 2 und so ist es am dunkelsten. 3 Dimmstufen. So ist wieder hell. Supi. So, natürlich kann man hier auch schon umgehen. Geil. Oh, ist das geil. So, ja, das hat sich ja wohl mal gelohnt. Wow. Ist das geil geworden. Mega, 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 mega geil. Die Lampen habe ich übrigens bei Amazon Spanien bestellt. Es gibt in Portugal ja kein Amazon. Ne? Das ist natürlich echt schwer für mich, muss ich ja schon sagen. Aber man kann ihn natürlich bei anderen Amazon-Shops bestellen, in Deutschland auch. Da ist allerdings dann die Kosten für Versand, da sind die Kosten für Versand dann ziemlich hoch. Aber in Spanien ist es noch relativ günstig. Und ich verlinke euch wieder unten im Video Produkte, alle, die ich hier verwendet habe. Ich habe ja auch hier meine Syncbee Funkschalter wieder verwendet. Die sind gerade hier natürlich mega praktisch, weil man muss jetzt hier überhaupt keine Schlitze klopfen oder irgendwie Kabel hässlich irgendwo auf die Wand legen. Gerade hier bei dieser schönen Natursteinmauer habe ich einfach unten den Schalter hingeklebt und die werden mit so Funkempfängern geschaltet. Kann man ganz einfach paaren. Habe ich ja auch schon in einem Video gezeigt, wo ich die Elektrik gemacht habe in meiner Werkstatt. Und ich werde das aber, wie gesagt, nochmal am Ende alles auch im Zusammenhang euch erklären und nochmal zeigen. Ja, das nimmt doch schon richtig geile Formen an. Und ich bin echt froh, dass ich das mit der Decke gemacht habe. Die war zwar schon isoliert, ja, das ist ja hier so, dass die Holzplatten machen. Da drauf ist so eine Styropor oder so eine Art Styropor-Isolierung und darauf liegen dann die Dachpfannen. Aber jetzt habe ich natürlich nochmal eine zusätzliche Isolierung. Das kann natürlich überhaupt nichts schaden, ganz im Gegenteil. Sowohl im Sommer als auch im Winter ist es natürlich super, wenn das Dach gut isoliert ist. Und so ist es doch einfach ein Traum. Jo, ihr Lieben, und damit sage ich gute Nacht und eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Im nächsten Teil geht es weiter, dann werden wir hier die Möbel bauen, eine Küche bauen, ein Bett will ich mir selber bauen und viele weitere Details hier in meinem Cisto Tiny House. Jetzt wird es richtig gemütlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und super gerne abonnieren. Dann verpasst ihr nicht die nächste Folge hier von meinem Land in Portugal. Bis bald. Tschüss.